Dass uns massive Energien aus dem Universum erreichen, merken wir besonders an den Portaltagen. Und auch am 18. August ist wieder ein solcher Portaltag. Welches können entsprechende Merkmale sein? Körperlich, geistig, seelisch? Wozu sind wir aufgefordert? Wie gehen wir am besten damit um? Vorausgesetzt, du fühlst dich ansonsten insgesamt gesund, können körperlich solche Dinge auftreten wie plötzliche Kopfschmerzen, Einschlaf- und Durchschlafstörungen. Vor allen Dingen nachts wachst du vielleicht auf, so zwischen 3 und 5 Uhr morgens und kannst danach schwer wieder einschlafen. Es kann sich zeigen in Schwindelgefühl, Kreislaufbeschwerden und auch in plötzlichem sich erschöpft und müde fühlen bis zum Umfallen und dann wieder ganz plötzlich voller Energie sein. Das alles können körperliche Anzeichen dieser Energien sein, die uns aus dem Kosmos erreichen, vor allem während der Portaltage. Mit diesen körperlichen Symptomen ganz gut umzugehen, bedeutet aus meiner Sicht, ihnen einfach nachzugeben. Hast du Kopfschmerzen, dann kannst du zum Beispiel Akupressur nutzen. Das ist tausendmal besser als jegliches Medikament, was du dir dann einwirfst, um sie loszuwerden. Wenn du müde bist, dann ruh dich aus. Folge deinen Impulsen. Pfeif drauf, was das Umfeld gerade sagen mag. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft, ja, sehr wohl. Und uns wird vieles abverlangt, vor allen Dingen dann, wenn wir im Job sind. Auf der anderen Seite sind wir in einer Zeit des globalen, massiven, rasanten Wandels. Und das bedeutet, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Möchte ich weiter so leben wie bisher oder möchte ich mich dem Fluss des Lebens hingeben, auf mein Innerstes, auf die Sprache meiner Seele, die sich körperlich ausdrückt, folgen und dem nachgeben? Entscheide es für dich. Natürlich wird es Konsequenzen geben, nur weiter so zu machen wie bisher wird uns in Zeiten des Wandels nicht helfen. Wir brauchen eine Entscheidung für unsere Seele, für unser wahres Selbst. Neben diesen körperlichen Dingen merkst du wahrscheinlich aber auch Veränderungen, was die Psyche und den Geist angeht, das Mentale. Möglicherweise hast du sehr intensive Träume. Die sind so wichtig, um uns lösen zu können von uralten Glaubens- und Verhaltensmustern. Ich habe mich dazu mit der geistigen Welt beraten sozusagen und meine Fragen gestellt und habe Antworten erhalten, die mich bestärkt haben, in dem die Angst auch loszulassen, die Angst vor dem, was geschieht. Vielleicht spürst du es auch bei dir selbst. Ich habe öfter mal das Bild der Salzkristalllampe bemüht, diese Glühlampe in der Mitte als unsere Seele und den Salzkristall drumherum mit all seinen Schattierungen als unser Ego, unsere Persönlichkeit, die wir schlicht und ergreifend haben, sofern wir als Mensch inkarniert sind. Und diese dunklen Stellen sind im Grunde unser Glaubensmuster, unsere typischen Verhaltensmuster, das, was unsere Hülle in Form der Glühlampe ausmacht. Und wir verlieren es nach und nach. Es löst sich auf. Wir werden quasi durchsichtiger, sodass unsere Seele stärker zum Ausdruck kommen kann. Insofern bröckelt von deinem Ego, von deinem
bekannten Persönlichkeit so einiges ab und du kommst mehr selbst als Seele zum Ausdruck. Voraussetzung dafür ist, dass du dich auf diesen Prozess einlässt, dass du loslässt, dass du mit der Angst und Unsicherheit lernst zu leben. Wer bin ich eigentlich? Du hast ein Bild von dir im Laufe deines Lebens, geprägt durch Kindheits- und Jugenderfahrungen, durch deine Erfahrungen im Erwachsenenalter, dir aufgebaut, ein Bild, und versuchst diesem Bild gerecht zu werden. Jetzt ist es jedoch an der Zeit, dieses Bild in Frage zu stellen und keine Zeit mit all diesen kosmischen Wandlungsenergien war besser geeignet als die jetzige, zu dir selbst, zu deinem wahren Selbst zu finden, einfach zuzulassen, dich dem Fluss des Lebens hinzugeben oder dem berühmten Pfad deines Herzens zu folgen. Dafür wünsche ich dir Mut, Vertrauen und die Macht der Liebe, die aus deinem Herzen kommt. Folge deinem Herzen. Folge der Liebe, die dich aus dem Universum erreicht und in deinem Herzen ihre Widerspiegelung findet. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Video oder Podcast. Ein paar Videos verlinke ich auch im Anschluss noch einmal, die vielleicht für dich interessant sind. Tschüss.